wunderschönen guten Morgen hier aus Zagreb. Die Nacht im Zelt war echt ganz passabel. Es ist jetzt, glaube ich, 6:30 in der Früh und ich bin schon munter. Ja, auch gleich meine Sachen packen. Je früher ich hier wegkomme, desto besser. Es ist wirklich unglaublich, wie viele Gelsen hier sind. Man wird hier förmlich zerstochen. Ich musste gestern Abend dann auch ins Zelt flüchten. Heute geht's nach Wien an die Küste und da freue ich mich schon sehr drauf. Ich mag es, früh aufzubrechen und auf meinen ersten Kilometern der Welt dabei zuzusehen, wie sie langsam erwacht. Vielleicht hätte ich mir besser noch einen Kaffee gönnen sollen. Es ist immer wieder erstaunlich, an was man alles denken muss, bevor man losfährt. Und trotzdem kann man sich eigentlich sicher sein, dass man irgendetwas vergessen hat. Heute waren es, wie meistens, die Ohrenstöpsel. Und ich finde, diese Ohrenstöpsel sind auf so längeren Reisen Gold wert, weil sie einfach helfen, die Konzentrationsfähigkeit aufrechtzuerhalten. Beim Losfahren habe ich mir noch gedacht, what the fuck, warum schreit mich das Navi so laut an? Tja, that's the reason why. Ja, mittlerweile kommt auch die Sonne raus, also nichts mit einer kühlen Brise in der Früh, das ist ja erst 7 Uhr. So, Gehörschutz drin, weiter geht's. Ich verlasse Zagreb und fahre durch die weiten Tiefebenen. Die Hügel in der Ferne kommen näher. Die Straßen werden kurviger und bald gehöre ich zu den wenigen, die diese Strecken ganz für sich allein haben. Hier ist extrem cool. Es ist 20 Kilometer nur Kurven, mitten durch den Wald und durch die Berge. Ich habe noch kein Auto gesehen. Da geht's. Noch mehr Kurven! Kurve für Kurve fühle ich mich immer mehr in meinem Element. Während ich durch dichte Wälder aufsteige, sehne ich den Abend am Strand mit meinem Elliot herbei. Unterwegs begegne ich Tieren, atme die frisch duftende Luft und spüre die Sonnenstrahlen durch mein Visier. Ab und zu durchquere ich ein kleines Dorf und frage mich, wie es wohl ist, hier so abgeschieden zu leben.
Täglich werde ich von schwierigeren Abschnitten überrascht. Was ich euch das hier unabsichtlich aus Kroatien verkaufe, irgendwie bin ich in Slowenien gelandet. Mal schauen, wo mich das Navi noch so hinführt. Tja, aber es ist extrem schön hier. Keine hohen Berge, aber sanfte Hügel prägen die Landschaft und die Straßen schlängeln sich durch Wälder und Wiesen. Ich fahre kilometerlange Schotterwege, die leicht zu meistern sind, aber dennoch einen Hauch von Abenteuer bieten. Der kleine Umweg nach Slowenien hat sich ausgezahlt. Es sind wunderbare Schotterstraßen hier. Mitten durch total schöne Straßen. Schon wieder in der Zivilisation. Jetzt mal Frühstück am Straßenrand. Ein netter kleiner Bäcker. Ziemlich gut besucht. Was sie leider nicht haben, ist Kaffee. Frisch gestärkt verlasse ich das Städtchen und bin schnell wieder auf der sich windenden Straße. Ich erreiche den erfrischenden Flusslauf der Kolpa, ein Grenzfluss zwischen Slowenien und Kroatien.
Der klare Fluss fließt durch die Landschaft und ehe ich mich versehe, bin ich wieder auf der kroatischen Seite der Kolpa. Die Landschaft wird karger und gebirgiger, je näher ich der Küste komme. Ich bin nicht der einzige Biker hier. So, schon wieder ein paar Stündchen gefahren. Das war halt eine unfassbar geile Strecke bis jetzt. Durch Slowenien und Kroatien. Kroatien, das ist wirklich so abwechslungsreich. Plötzlich ist man dann in einer anderen Landschaft. Plötzlich ist kalt, plötzlich ist warm. Naja, kalt, nein, kalt war es nicht. Kühler als heiß. Ja, ich glaube, ich habe jetzt noch, muss mal schauen, es sind nur noch 109 Kilometer heute, was sich gar nicht so wild anhört. Für diese 109 Kilometer brauche ich dann doch noch 3 Stunden. Das heißt, das wird ziemlich irgendwelche Wege heute noch gehen. So generell, die Verkehrsregeln in Kroatien sind mir jedes Mal ein wirkliches Rätsel. Da hast du wunderschöne, breite Straßen und laut den Verkehrsschildern darfst du nur einen 30er fahren. Hier fährt niemand einen 30er, ja. Und selbst das Navi, wenn ich, weiß ich nicht, 30, 40, 50 Kilometer in der 30er-Zone fahre und aber 80, 90 fahre, gewinne ich keine Zeit am Navi. Also glaube ich, das sind hier mir nur so Richtlinien. Verstehen tue ich es nicht, vielleicht kann es mir jemand erklären. Ich versuche natürlich nicht unnötig schnell zu fahren. Ich habe keine Ahnung, wo ich hier gelandet bin. Es dürfte irgendwas Wichtiges sein. Jetzt geht's weiter. Ja, 3 Stunden für 100 Kilometer. Die Hitze der Sonne ist mittlerweile unerbittlich. Als ich ins Učka-Gebirge aufsteige, bringt der Schatten der Wälder eine angenehme Kühle. Also, ich
ich wollte mir da mal schnell einen Kaffee holen. Das ist jetzt schon das zweite Mal, dass mir das in Kroatien hier passiert. Dass die Restaurants alle leer sind, 2 Tische besetzt, 3 Kellner. Auf den Tischen steht überall reserviert und du kannst nicht mal dir einen Kaffee schnell holen. Ja? Also ich finde das seltsam, weil Kaffeemaschine hat er. Wie schwer ist das, dass er mir jetzt einfach mal einen Kaffee macht? Aber anscheinend ist das nicht möglich. Naja, ich mache ja sowieso eine kurze Rast, um meinen Allerwertesten mal ein bisschen zu entspannen. Und dann fahre ich einfach weiter. Ja. Seltsam. Die eigentlich eine sehr nette Strecke. Ich muss dann recherchieren, wie das genau heißt. Učka, Dingsbumsgebirge. Ich bilde mir ein, ich war hier schon mal. Ich glaube, ich bin schon mal mit dem Stefan und dem Kilian hier entlang gefahren, aus der anderen Richtung, weil das kommt mir hier sehr bekannt vor. Extrem leibende Strecke, muss ich sagen. Und vor allem heute, ich weiß nicht, es ist den ganzen Tag noch nichts los. Also wirklich, wirklich toll. Es geht bergab. Die Landschaft wird flacher, aber die Straßen bleiben kurvig. Ich fahre über schmale Schotterwege und Zubringerstraßen entlang der Autobahn in Richtung Küste. Der Duft des Meeres liegt bereits in der Luft und ich weiß, dass das Ziel nicht mehr weit ist. Am späten Nachmittag erreiche ich schließlich meinen Campingplatz nahe Rovinj. Ein Tag voller Abenteuer, gekrönt von einem wunderbaren Abend mit meinem Elliot. Todmüde falle ich in mein Zelt und träume bereits von den nächsten Kilometern.